Es ist der 25. Dezember 2022. Ein Video wurde hochgeladen. Um genau zu sein, das erste Video von der SCP-Stiftung. Es heißt, Willkommen auf unseren Kanal. Es ist relativ gut angekommen. In den ersten 14 Tagen wurde es über 100 Mal angesehen. Und so begann die Geschichte von der SCP-Stiftung. Einen Monat nach dem ersten Video haben wir gemerkt, dass die offensichtliche Roboterstimme etwas nervt, nach einiger Zeit. Dies sind die Leute, die die ultimative Kontrolle über die SCP Foundation haben. Man kann es kaum glauben, aber wir arbeiten nun seit 3 Jahren kontinuierlich an diesem YouTube-Kanal. 3 Jahre, in denen aus einer Idee Schritt für Schritt ein Projekt geworden ist. Getragen von Recherche, unzähligen Skripten, langen Abenden, internen Diskussionen, Zweifeln und vor allem Leidenschaft für dieses Thema. In diesen 3 Jahren haben wir gemeinsam mit euch fast 990 Abonnenten erreicht. Jede einzelne Zahl steht dabei nicht einfach für Statistik, sondern für Menschen, die sich Zeit nehmen, zuhören, kommentieren, diskutieren und diesen Kanal begleiten. Im letzten Jahr haben wir uns ein klares Ziel gesetzt. 2025 wollten wir die 1000 Abonnenten erreichen. Dieses Ziel haben wir knapp verfehlt. Aber ehrlich gesagt fühlt es sich nicht wie ein Scheitern an, sondern wie ein realistischer Zwischenstand. Denn Wachstum verläuft nicht linear. Es entsteht durch Kontinuität, durch Qualität und durch Vertrauen. Und all das haben wir in diesem Jahr weiter aufgebaut. Bevor wir also nach vorne schauen und darüber sprechen, was 2026 für uns bereithält, wollen wir kurz innehalten. Wir möchten gemeinsam mit euch auf dieses Jahr zurückblicken. Auf Zahlen, Entwicklungen, Reichweite, aber auch auf Inhalte, Entscheidungen und Erfahrungen, die sich nicht in Statistiken messen lassen. Denn 2025 war mehr als nur ein weiteres Jahr auf diesem Kanal. Es war ein weiteres Fundament. Analyse 2025. Wir sind das Jahr 2025 mit einem Abostand von 452 gestartet. Voller Motivation und mit unserem Plan, Codename Ocelot, wollten wir dieses Jahr nutzen, um den nächsten großen Schritt zu machen. Ihr erinnert euch sicher noch daran. Dafür wollen wir euch unser 4-Punkte-Plan für nächstes Jahr vorstellen, Codename Ocelot. Erstens, den Discord-Server werden wir aufgeben und euch überlassen, der Community. Die Individuen, die den höchsten Rang haben, werden den Server daher komplett kontrollieren. Zweitens, um den Instagram-Kanal kann sich keiner richtig mehr drum kümmern. Darum versuchen wir die Mitglieder, die sich um den Discord-Server gekümmert haben, auf den Instagram-Kanal zu lenken und da weiterhin zu versuchen, jede Woche ein Short hochzuladen. Viertens, auf dem YouTube-Kanal wird sich nicht viel verändern. Außer, dass wenn ein Video nicht rechtzeitig bearbeitet und hochgeladen werden kann, dass ein Short stattdessen hochgeladen wird, damit ihr wenigstens etwas von uns zum Schauen habt. Viertens, der Plan von 2024 war Qualität statt Quantität, Codename Komet, wie außer Kraft gesetzt. Codename vom Plan für 2025 ist Ocelot. Dieser Plan war nicht einfach. Er erforderte Geduld, Kontinuität und viele kleine Schritte. Seit Beginn unseres Kanals haben wir insgesamt 328 Videos hochgeladen und damit 175.899 Aufrufe erzielt. Diese Zahlen zeigen uns, wie viel wir bereits gemeinsam erreicht haben und wie groß die Community geworden ist, die unsere Inhalte verfolgt und unterstützt. Die ersten 3 Monate brauchten wir, um die 500 Abonnenten zu überschreiten. Danach ging es etwas schneller. 3 Monate später hatten wir bereits die 600 geknackt. Doch wie es oft im Wachstum ist, verlief der weitere Anstieg langsamer. Nach 6 Monaten nach Jahresbeginn hatten wir 700 Abonnenten, nach 2 weiteren Monaten 800 und schließlich, einen Monat später, erreichten wir die 900. Auch wenn wir die 1000 Abonnenten in diesem Jahr nicht ganz geschafft haben, ist das kein Grund zur Enttäuschung. Jede einzelne Person, die unseren Kanal unterstützt, kommentiert, teilt oder einfach nur zuschaut, hat dazu beigetragen, dass wir so weit gekommen sind. Und dafür sind wir unendlich dankbar. Ein wichtiger Punkt für uns, ohne es zu sagen, war auch das YouTube-Partnerprogramm, kurz YPP. Um aufgenommen zu werden, gibt es 2 Stufen. Die erste Stufe setzt 500 Abonnenten und 3000 öffentliche Wiedergabestunden in den letzten 365 Tagen voraus. Bei den Abonnenten haben wir dieses Ziel längst erreicht. Bei den Wiedergabestunden wird es allerdings noch etwas kniffliger. Die zweite Stufe, die vollständige Partnerschaft mit allen Berechtigungen, setzt 1000 Abonnenten und 4000 öffentliche Wiedergabestunden voraus. Bei den Abonnenten sind wir zuversichtlich, dass wir sie nächstes Jahr knacken werden. Bei den Wiedergabestunden hingegen müssen wir realistisch sein. Sie entstehen nur, wenn ihr unsere Videos anschaut, und genau da brauchen wir eure Unterstützung. Für 2026 haben wir bereits einen klaren Plan.
Unser Ziel ist es, die 1000 Abonnenten zu erreichen und zumindest die 3000 Wiedergabestunden, um die erste Stufe des YPP zu sichern. Wir wissen, dass wir das nicht alleine schaffen können. Eure Mithilfe ist entscheidend. Jedes Anschauen, jedes Teilen und jede Interaktion bringt uns diesem Ziel näher. Dieses Jahr hat uns gezeigt, dass Geduld, Kontinuität und Engagement sich lohnen. Und wir blicken mit Zuversicht auf 2026, weil wir wissen, dass wir gemeinsam noch mehr erreichen können. Neuer Plan 2026, Projekt Longwatch. Wie jedes Jahr haben wir uns zusammengesetzt und einen neuen Plan entwickelt, um den Kanal weiterzuentwickeln und im kommenden Jahr noch mehr zu erreichen. Unser Projekt für 2026 trägt den Codenamen Longwatch. Dieser Plan ist ein gezielter Fahrplan, der uns helfen soll, nicht nur mehr Abonnenten, sondern auch mehr Wiedergabestunden zu erreichen und die Inhalte für euch noch zugänglicher und interessanter zu gestalten. Projekt Longwatch im Überblick. Erste, mehr Fokus auf längere Videos. Im kommenden Jahr wollen wir vermehrt längere Inhalte produzieren. Diese sollen euch nicht nur tiefer in die Themen eintauchen lassen, sondern auch dazu beitragen, dass mehr Wiedergabestunden zusammenkommen. Keine Sorge, unser Hochladerhythmus bleibt gleich, sodass ihr euch weiterhin auf regelmäßige Videos verlassen könnt. Zweite. Videos sollen stabilisiert enden. Jedes Video wird nicht abrupt abgeschlossen, sondern bewusst stabilisiert. Das bedeutet, dass wir die Inhalte so gestalten, dass sie einen klaren, runden Abschluss haben, der zum Nachdenken anregt oder euch zum weiteren Anschauen der Playlist motiviert. Ziel ist es, dass die Videos einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen und ihr sie leichter verarbeiten könnt. Dritte. Playlist für kontinuierliches Anschauen. Wir haben eine spezielle Playlist mit allen unseren bisherigen Videos zusammengestellt. Diese könnt ihr beim Einschlafen, während der Arbeit oder einfach beim Entspannen durchlaufen lassen. So wird es möglich, Inhalte kontinuierlich zu genießen und gleichzeitig Wiedergabestunden zu unterstützen, ohne dass ihr aktiv nach jedem Video suchen müsst. Vierte. Shorts als indirekte Werbung. Unsere Shorts werden vermehrt dazu genutzt, auf die längeren Videos aufmerksam zu machen. Sie sollen kleine Einblicke oder Highlights bieten, die euer Interesse wecken und euch motivieren, die vollständigen Videos anzusehen. So schaffen wir eine Brücke zwischen schnellen Clips und ausführlichen Inhalten. Fünfter. Community-Beiträge stärker nutzen. Auch die Community-Beiträge werden künftig intensiver eingesetzt. Hier möchten wir euch direkt einbinden, euch auf neue Videos aufmerksam machen und den Austausch innerhalb der Community fördern. Jeder Beitrag hilft dabei, mehr Menschen zu erreichen und die Reichweite unserer Inhalte zu erhöhen. Sechste. Teamstruktur und Entlastung. Damit das alles nicht zu viel für unser bestehendes Team wird, werden wir in Schichten arbeiten und 1 bis 2 neue Mitglieder ins Team aufnehmen. So können wir die Arbeitslast besser verteilen, die Qualität hochhalten und gleichzeitig die regelmäßige Produktion sicherstellen. Siebte. Übergang von Ocelot zu Longwatch. Das Projekt Ocelot, das uns 2025 begleitet hat, wird offiziell abgeschlossen. Ab sofort tritt Projekt Longwatch in Kraft und markiert den Start eines neuen Kapitels für unseren Kanal im Jahr 2026. Wir haben lange überlegt, wie wir gemeinsam mit eurer Unterstützung die Wiedergabestunden erhöhen können. Dieser Plan ist das Ergebnis dieser Überlegungen. Jetzt liegt es an uns allen, dem Team und euch, unserer Community, das Ziel zu erreichen. Wir hoffen, dass ihr uns auch im kommenden Jahr wieder begleitet, mit uns wächst und helft, das Beste aus 2026 herauszuholen. Abschlusssatz vom O4. Kontrolle ist etwas, das wir alle suchen. Über unsere Umwelt, über unsere Zukunft, manchmal sogar über uns selbst. Doch wahre Kontrolle bedeutet nicht, dass alles funktioniert. Sie bedeutet, handlungsfähig zu bleiben, wenn es das nicht tut. Wissen ist kein Schild. Es schützt uns nicht vor allem, aber es bewahrt uns davor, blind zu handeln. Und manchmal ist das der einzige Unterschied zwischen Angst und Verantwortung. Verantwortung heißt nicht, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sie heißt, Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie schwer sind, auch wenn niemand zusieht. Hoffnung ist dabei kein Versprechen, sie ist eine Entscheidung. Eine leise, oft unscheinbare. Aber sie existiert genau dort, wo Menschen nicht aufhören, füreinander da zu sein. Die Welt ist komplexer, als wir sie begreifen können. Und doch ist sie nicht hoffnungslos. Nicht solange wir bereit sind, Verantwortung zu tragen, Wissen zu teilen und Kontrolle nicht als Macht, sondern als Fürsorge zu verstehen. Vielleicht können wir nicht alles schützen.
Aber wir können entscheiden, was wir bewahren. Das genügt.